Gin Sul ist ja ein Gin, der zwei Herzen unter einer Brust hat. Zum einen das Norddeutsche, unsere Herkunft in Hamburg. Zum anderen natürlich die große Sehnsucht und Liebe zum Süden, zu Portugal. Den Traum, eines Tages mal nach Indien zu fahren, in das Land, in dem der Gin Tonic erfunden worden ist, den hege ich schon sehr lange. Und Goa hat ja eine sehr, sehr starke Beziehung auch zu Portugal. Vasco da Gama encontrou o caminho para a Índia e parou em Goa. E não só trouxe as especiarias de Goa para Portugal, mas sim também deixou muita cultura cá em Goa. Ja, wir sind hier auf der Suche nach besonderen Botanicals, nach Gewürzen, nach Geschmäckern. Diese Eindrücke, die wir hier sammeln, die werden uns helfen, wirklich einen tollen Gin zu machen. Goa, das ist ja einer der wenigen Bundesstaaten, in denen man in Indien überhaupt Alkohol trinken darf und wo er verkauft wird. Und die Inder hier in Goa, die haben auch eine ganz eigene Spirituose, nämlich den Fenny. Auf Kokosnuss und auf Cashew-Basis, meistens auf Cashew-Basis. Have you heard about Goa's famous alcohol? Cashew Feni, and this one is the cashew. Die Cashewnuss ist eigentlich gar keine Nuss, es ist der Samen eines Apfels, und zwar des sogenannten Cashew-Apfels. Die Saat hängt als Kapsel unten am Cashew-Apfel dran, wird nochmal von einer zweiten Schicht quasi umgeben. Diese Schicht muss man erstmal verbrennen, danach kann man die Cashewnuss, so wie wir sie kennen, entweder ungeröstet, blanchiert oder eben nochmal geröstet und gesalzen gewinnen und dann auch essen. Mein Name ist Doris Kuhn, ich bin 22 Jahre alt, bin Destillateurin bei Gin Sul, komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in Oberbayern. Mein Name ist Stefan Gabe, ich bin 1976 im schönen Hamburg geboren und habe Gin Sul gegründet. Mein Name ist Rafael Vieira, ich bin Destillateur bei Gin Sul, Portugiese, geboren in Hamburg. Bin auch zur portugiesischen Schule gegangen in Hamburg. Ja, wir sind hier in der Altona Spirituosenmanufaktur, die kleine Destillerie, die ich hier vor 6 Jahren gegründet habe. Hinten läuft die Anlage gerade und wir destillieren gerade unsere Sonderedition Fogo do Sul. Fogo ist portugiesisch und heißt Feuer und do Sul heißt des Südens, also Feuer des Südens. Wir haben hier die Geschmäcker Indiens in einem Destillat konserviert. Unsere Sonderedition haben wie alles, was wir machen, auch einen gewissen Bezug zu Portugal oder zu Hamburg. Und natürlich in diesem Jahr Fogo do Sul hat den Bezug zu Goa, ehemalige portugiesische Kolonie in Indien. Es war ganz schön, auch hier in Goa noch Portugiesisch sprechen zu können, tatsächlich. Über 4 Jahrhunderte war Goa unter portugiesischer Herrschaft. Und die Einflüsse sind an jeder Ecke zu sehen. In der Hauptstadt sehr deutlich, da gibt es ja sogar eigenes Stadtviertel. Von Dingen, das war sehr schön, dass man da diese ganzen portugiesischen Eindrücke in den Häusern wiedergefunden hat. Der Stil, die Farben. Wo man auch das Gefühl kriegen könnte, man steht in irgendeiner Kleinstadt im Alentejo. Enquanto fomos lá andando, passou uma senhora por nós e perguntou-nos em inglês de onde é que nós éramos. E dissemos que éramos de Hamburgo. Eu disse que era português. E ela olhou para mim e começou logo a falar em português, então começamos a falar. Uma senhora de 84 anos, a falar dela que pronto, tem família, tem irmãos em Portugal, a viver em Portugal. Wenn man jetzt durch Europa reist, dann merkt man schon, dass sich alles sehr doll aneinander angenähert hat. Und hier in Indien, da ist man tatsächlich noch in einer anderen Welt. Also es ist exotischer, es ist sehr viel ärmer, es ist sehr viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind hier keinesfalls selbstverständlich oder großer Luxus. Du wirst rechts und links überholt von Motorrollern, auf denen dann ganze Familien sitzen. Also diese Quirligkeit, diese Menge von Menschen, die hat mich wirklich beeindruckt. Was mir in meiner Erinnerung bleiben wird, ist die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen. So diese Willkommenheit und dieses komm und ich ziehe dir jetzt traditionell unsere Tracht an. I make you perfect Indian woman. Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, weil man sich dann natürlich auch ein Stück weit mit offenen Armen empfangen fühlt.
Ein indischer Wochenmarkt ist tatsächlich ein sehr besonderes Erlebnis. Überall stehen offene Behälter rum, wo man verschiedene Gewürze probieren kann, verschiedene Masalas oder Currymischungen. Familien haben ihre eigenen Garam Masalas, die sie über Jahrzehnte hinweg die Rezeptur geheim halten. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Vegetarier. Also man sieht wenig Fleisch auf den Märkten, sehr viel Fisch. Der Fisch, der liegt dann da in der Sonne und trocknet. Ansonsten ein überbordendes Angebot an Gewürzen jeglicher Couleur. Und das ist auch intensiver als das, was wir in Europa kennen. Was viele gar nicht wissen, ist, dass die Chilischote von den Portugiesen kam. Das ist diese kleine Piri-Piri. Eine etwa kniehohe Chili-Sorte. This is the maximum size of this chili. This grows this much only. But this chili is 2,800 times spicy than a normal chili. Diese Chilis wachsen in Indien tatsächlich, weil sie damals von den Portugiesen mit importiert wurden. Also Piri Piri ist eine portugiesische Pflanze, die sowohl in der indischen als auch in der portugiesischen Küche sehr gern verwendet wird. Hamburg, das Tor zur Welt mit dem großen Hafen, ist ja einer der größten Handelsplätze der Bundesrepublik. Wir sind heute Morgen um 2 aufgestanden, waren um kurz nach 3 auf dem Großmarkt zum 4. und 5. Mai jetzt in Folge und haben frische Mangos eingekauft. Der Großmarkt ist ein Obst-, Gemüse- und Blumengroßmarkt, wo Otto Normal so normalerweise nicht raufkommt. Nur die ganzen Händler, die Gemüsehändler, die auf den Märkten ihr Obst frei bieten, morgens sozusagen ihre Ware einkaufen. Bei Mangos ist es ja ganz wichtig, dass man da wirklich vollreife Früchte kriegt. Also das, was man sonst so häufig im Supermarkt hat, das ist ja noch hart und muss dann nachreifen. Und wir brauchen halt für unsere Destillation wirklich die frischen, reifen Früchte. Und die haben wir heute Morgen direkt über den Händler abgeholt. Die Zutaten für Fogo do Sul werden von uns zum Teil angeröstet. Das kennt man selber, wenn man mal selber einen Curry macht und das nicht aus der Tüte kauft, sondern wirklich mit einzelnen Bestandteilen Curry macht, werden diese Currygewürze ja auch in der Pfanne angeröstet. Und so machen wir es mit einem Großteil der Botanicals auch, dass wir also das Feuer, die Hitze nutzen, um aus den Botanicals so richtig das Geschmacksprofil aufzuknacken. Die Botanicals werden dann größtenteils zerstoßen, gemahlen, gemörsert und dann in einer Alkohol-Wassermischung mehrere Tage mazeriert. Und dann sättigt sich diese Lösung mit den wertgebenden Stoffen der Botanicals und diese werden letztendlich dann abdestilliert. Unsere Destillieranlage hat eine 100 Liter Brennblase und eine Feinbrandkolonne. Und über der Feinbrandkolonne sitzt ein Deflegmator und dann auf der rechten Seite sieht man den Kühler mit der Vorlage. Das ist also ein ganz traditionelles Brenngerät und wir mazerieren einen Großteil unserer Botanicals in der Brennblase und destillieren sie dann früh morgens. Wir haben einen Geistkorb, in dem man noch frische Zitrusschalen einbringen kann und so wird sehr behutsam über viele, viele Stunden der Gin destilliert. Wir haben frische Mango, wir haben natürlich Wacholderbeeren, die gehören ja zu dem Gin fest dazu. Wir haben Koriandersaat, Kardamom, wir haben Kreuzkümmel, ein sehr typisch indisches Gewürz auch mit drin. Und die Cashew, die ist letzten Endes rausgeflogen, weil sie sich gegen die ganzen indischen Botanicals nicht so richtig durchsetzen konnte nach dem Destillieren. Da muss man ja als Destillateur dann auch nachher bei der Rezeptierung schauen, was macht eigentlich noch Sinn. Und für uns war es dann so, dass wir dann die ganzen Cashews, die wir hatten, erstmal selber essen konnten. Aber das ist ja auch nicht so schlecht.